Die deutschen Fälle. Heute der Nominativ. Keine Panik, die deutschen Fälle sind einfach und genau das möchte ich dir in dieser Videoreihe beweisen. In diesem Video erkläre ich dir als erstes, was der Nominativ eigentlich ist, wann du ihn benutzen musst, wie du die Artikel im Nominativ deklinieren musst und welche Verben dich zu zweimal Nominativ zwingen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. In meinem gestrigen Video habe ich dir schon die deutschen Fälle erklärt, dir einen allgemeinen Überblick gegeben, was die deutschen Fälle sind und wofür sie stehen. Heute geht es um den Nominativ und ich erkläre dir bis ins Detail, was der Nominativ ist. Als erstes der Nominativ, das ist immer die sogenannte Grundform der Deklination. Also zum Beispiel der Mann, die Frau, das Haus, das ist der Nominativ. Wenn du einfach nur Artikel plus Nomen hast, keinen Satz drumherum oder irgendwelche anderen Informationen, dann steht das immer im Nominativ. Für noch mehr Beispiele und genauere Erklärungen wechseln wir jetzt aber in mein E-Book. Was ist der Nominativ? Der Nominativ ist die Grundform der Nomen und beschreibt das Subjekt, also die Sache oder Person, die handelt oder über die man spricht. Das Subjekt, als kleine Hilfestellung, ist das Wort, das dir sagt, wie du das Verb konjugieren musst. Und die Kontrollfrage für den Nominativ lautet wer oder was. Außerdem steht der Nominativ hinter bestimmten Verben. Hier musst du aufpassen, hier ist er nämlich nicht das Subjekt. Ein paar Beispiele. Das Pferd ist weiß. Hier ist das Pferd das Subjekt, denn es ist das Tier, über das wir sprechen. Die Frau schenkt dem Mann die Fußballtickets. Die Frau ist das Subjekt, denn sie handelt hier. Sie schenkt dem Mann Fußballtickets. Den Ball hat der Junge zum Geburtstag bekommen. Hier Achtung, wir sprechen über den Jungen. Darum geht es. Das ist das Subjekt. Und wir geben den Ball. Und das ist Nominativ, denn das ist das Subjekt, die Person, über die wir sprechen. Hier und auch das Wort, das uns sagt, wie wir haben, konjugieren müssen. Deklination im Nominativ. Alle Artikel musst du immer anpassen. Im Nominativ ist das aber auch die Grundform, die du sowieso schon kennst. Bestimmte Artikel hier ist der, die, das und die im Plural und der unbestimmte Artikel ein, eine, ein und nichts im Plural, denn in den unbestimmten Artikel gibt es im Plural nicht. Mehr zur genauen Deklination in den Videos zu den einzelnen Artikeln. Nochmal genauer. Wann nutzen wir den Nominativ? Als erstes als Subjekt. Das Pferd ist weiß, der Mann schenkt der Frau die Blumen, den Ball hat der Junge zum Geburtstag bekommen. Hier, wie eben erklärt, das ist immer das Subjekt und das Subjekt steht immer im Nominativ. Keine Ausnahme, niemals. Außerdem nutzen wir den Nominativ als sogenannten Prädikativ. So nennt man die grammatikalische Form, wenn der Nominativ genutzt wird, obwohl das Nomen nicht direkt das Subjekt ist. Das geschieht nach den Verben sein, werden und bleiben. Zum Beispiel, du bist ein guter Schüler, er ist der Beste und du wirst ein guter Feuermann werden. Das Subjekt ist hier jeweils du, er und wieder du. Aber Schüler, Beste und Feuerwehrmann stehen trotzdem im Nominativ, weil das Verb sein bzw. werden dich zum Nominativ zwingt. Bei allen anderen Fällen ist es nicht so einfach, da musst du das Verb wissen, aber hier gibt es einen ganz einfachen Trick, denn du siehst hier, du bist ein guter Schüler. Du ist das Subjekt und Schüler, das bist auch du. Das ist dieselbe Person. Also hier das Subjekt
und das zweite Nomen Schüler ist dieselbe Person und dementsprechend muss es das Nomen hier denselben Fall wie das Subjekt haben, also Nominativ. Auch er ist der Beste. Er und der Beste, das ist dieselbe Person, dementsprechend derselbe Fall, Nominativ. Du wirst ein guter Feuermann werden, auch das ist dieselbe Person, du und Feuerwehrmann. Und genau das passiert immer bei den Verben sein, werden und bleiben, dass das Subjekt und das dazugehörige Nomen hier dieselbe Person sind und dann muss beides Nominativ sein. Worauf du beim Prädikativ besonders achten musst. Werden, sein, müssen das Hauptverb des Satzes sein. Bleiben ist immer das Hauptverb, aber werden und sein können auch als Hilfsverb benutzt werden. Hier musst du aufpassen. Bei er ist der Beste, hier ist sein das Hauptverb, aber er ist zu dem Mann gegangen. Hier ist sein das Hilfsverb, das benutzt wird, um das Perfekt zu bilden. Dementsprechend ist das hier kein Prädikativ und dementsprechend auch nicht Nominativ. Du siehst das hier auch schon alleine an dem zu. Die Präposition benutzt zwingend den Dativ. Dazu später mehr. Und genau das ist auch noch der andere Punkt, worauf du achten musst, wenn zwischen sein oder werden und bleiben noch eine Präposition vor dem Nomen steht, dann bestimmt die Präposition den Fall und nicht mehr das Verb, also wie zum Beispiel er bleibt im Bett. Wir haben bleiben, aber wir haben auch im als Präposition davor stehen, deswegen ist das Dativ. Aber dazu mehr in einem extra Video zu den Präpositionen. So, jetzt weißt du, wie der Nominativ funktioniert und was der Nominativ ist. Wenn du das üben möchtest, dann schau dir am besten mal mein E-Book an, das ich dir hier verlinke. Da gibt es hunderte Übungen und natürlich auch die Erklärungen zu allen Fällen. Danach verstehst du die deutschen Fälle garantiert, versprochen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns morgen wieder zu meinem nächsten Video zum Akkusativ.